verfluchte und gruselige Bücher, die Sie besser niemals lesen sollten. Tief in der Geschichte gibt es Bücher, die mehr als nur Worte enthalten. Sie tragen dunkle Geheimnisse und mächtige Kräfte in sich. Bücher, von denen man sagt, dass sie verflucht sind und deren Lesen einen hohen Preis fordern kann. Bücher, die man vielleicht besser niemals lesen sollte und von denen gesagt wird, dass ihr Inhalt mit der Welt der Geister und Dämonen in Verbindung steht. Im Folgenden werden wir auf einige verfluchte und gruselige Bücher hinweisen, die Sie besser niemals lesen sollten. Das Necronomicon. Wir sprechen von einem gruseligen und verfluchten Buch, von dem gesagt wird, dass es böse Kräfte hat, um die Toten wiederzubeleben. Dieses Buch bezieht sich auf die Gesetze der Welt der Toten und war ursprünglich nur als ein fiktives Buch in den Geschichten des berühmten Autors H.P. Lovecraft bekannt. Aber nachdem Lovecrafts Geschichten sehr populär wurden und seine Bücher in verschiedene Sprachen übersetzt wurden, kam ein Verleger auf die Idee, eine gedruckte Version des Buches, das in Lovecrafts Geschichten erwähnt wurde, zu veröffentlichen. Dieser Verleger entwarf ein sehr unheimliches Cover für das Necronomicon und das Innere des Buches ist ebenfalls mit gruseligem und verfluchtem Inhalt gefüllt. Wenn Sie sich für gruselige Bücher interessieren, kennen Sie wahrscheinlich Lovecraft und sind sicherlich mit seinen Werken und der berühmten Geschichte Call of Cthulhu vertraut. In der physischen Ausgabe des Necronomicon gibt es viele Hinweise auf Lovecrafts Geschichten und es wird häufig auf die bekannte und unheimliche Figur Cthulhu Bezug genommen. All diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass dieses Buch als eines der verfluchtesten Bücher der Welt gilt und es sich um ein Buch handelt, das Einzug in die Popkultur gefunden hat. In bekannten Filmen wie Evil Dead und Freitag der 13. gibt es Hinweise auf das Necronomicon. Das Buch The Orphan's Story. Dieses Buch ist ein epischer Roman über das Leben eines Spaniers, der sich auf den Weg ins spanische Imperium macht, um sein Glück zu versuchen. Die Entstehungsgeschichte des Buches The Orphan's Story, dessen Titel übersetzt die Geschichte des Waisen bedeutet, geht auf die Jahre zwischen 1608 und 1615 zurück und offenbar wurde dieses Buch von Martín de León y Cárdenas geschrieben. Anscheinend war der Autor des Buches ein Priester, der seinen heiligen Eid brach. Dieses Buch enthält viele interessante und merkwürdige Aspekte, aber einer der faszinierendsten Punkte von The Orphan's Story ist, dass es nie gedruckt wurde. So wurde das Buch über mehrere Jahrhunderte hinweg nicht veröffentlicht, bis es schließlich im Jahr 2018 offiziell gedruckt und veröffentlicht wurde. Es ist interessant zu wissen, dass das Nichtveröffentlichen dieses Buches eine eigene gruselige Geschichte hat. Im Laufe der Jahrhunderte versuchten mehrere Verleger es zu veröffentlichen, aber alle diese Verleger erkrankten nach kurzer Zeit an seltsamen Krankheiten und der Veröffentlichungsprozess wurde gestoppt, bis es schließlich im Jahr 2018 veröffentlicht wurde. Diese Umstände führten dazu, dass niemand den Mut fand, The Orphan's Story zu drucken, und dieses Buch blieb im Verborgenen. Die Geschichte beginnt damit, dass eine peruanische Forscherin namens Belinda Palacios 1965 das handgeschriebene Manuskript dieses Buches in den Tiefen des Archivs der Spanischen Gesellschaft in Amerika fand. Doch da es sich um ein berüchtigtes und verfluchtes Buch handelt, warnten ihre Kollegen die peruanische Forscherin, das Studium dieses Buches aufzugeben. Aber die Forscherin ignorierte die Warnungen ihrer Freunde und Kollegen.
und es dauerte nicht lange, bis seltsame Todesfälle ihre Umgebung heimsuchten. Einige starben bei Unfällen, andere erlitten unheilbare Schmerzen. So wurde die Veröffentlichung dieses Buches erneut verschoben, bis schließlich im Jahr 2018 ein mutiger Verleger The Orphan Story druckte. Das Buch der heiligen Magie von Abramelin dem Magier. Wir haben es mit einem dreiteiligen Buch zu tun, das Abramelin der Magier im 15. Jahrhundert für seinen Sohn Lamech geschrieben hat. Dieses Buch wurde im Jahr 1900 ins Englische übersetzt und wurde schnell zu einem der verfluchtesten Bücher der Geschichte. Abramelin der Magier glaubte, dass jeder Mensch einen einzigartigen Dämon in sich trägt und dass der Leser in den verschiedenen Phasen dieses Buches Rituale erlernt, um diesen inneren Dämon zu kontrollieren. Die Lehren dieses Buches befähigen den Leser, mit Hilfe von mysteriösen Symbolen und magischen Sprüchen übernatürliche Dinge zu tun. Die unheimlichen Aspekte dieses Buches enden hier nicht, denn anscheinend wird jeder, der eine Kopie des Buches Die heilige Magie von Abramelin dem Magier besitzt, von Dämonen heimgesucht, und das Glück wendet sich von ihm ab, bis er schließlich den Tod findet. Das Buch Untitled Grimoires. Im Jahr 2013 verkaufte ein anonymer Buchhändler zwei sehr mysteriöse handgeschriebene Bücher für den hohen Preis von $13.865. Nachdem der Handel abgeschlossen war, betonte der Verkäufer dem Käufer, dass es sich um mysteriöse Handschriften handelt und dass, wenn er nicht an sie glaubt, ein schicksalhaftes und tödliches Unglück über ihn kommen würde. Es ist interessant zu wissen, dass der Begriff Grimoires als Bücher der Zaubersprüche der alten Hexen bekannt ist, und in früheren Glaubensvorstellungen sollte dieses Buch unbedingt zusammen mit dem Hexer, der es geschrieben hatte, verbrannt werden. Das Buch, von dem wir sprechen, ist eigentlich eine Sammlung von Handschriften, die von einer Priesterin des Wicca-Kults namens Persephone Adrastea Eirene in den frühen 1960er Jahren geschrieben wurden. Anscheinend hatte Eirene ihren eigenen Hexenzirkel und die Leute, die in ihrer Gegend lebten, zogen es vor, keinen Kontakt zu ihr zu haben. In diesen beiden Büchern gibt es Hinweise auf die Zaubersprüche und Flüche, die Eirenes Mutter benutzte. Darüber hinaus enthalten die Bücher viele Informationen und Anleitungen zum Beschwören von Geistern, Dämonen und anderen übernatürlichen Wesen sowie Anweisungen zur Durchführung von Exorzismen. Da es sich um Handschriften aus den 1960er Jahren handelt, besteht die Möglichkeit, dass Eirene noch lebt, aber es gibt keine Informationen darüber, ob sie lebt oder tot ist. Am Anfang dieser Handschriften wird dem Leser ausdrücklich gewarnt, dass das Lesen dieser Schriften verboten ist und wenn man beginnt, den Rest der Handschriften zu lesen, eine harte Strafe auf einen wartet. Es ist daher unklar, in welchem Zustand sich derjenige befindet, der diese Handschriften gekauft hat. Das Voynich-Manuskript. Die Entstehungsgeschichte dieses Manuskripts geht auf das frühe 15. Jahrhundert zurück und es wird als eines der rätselhaftesten Bücher der Welt betrachtet. Es wird gesagt, dass die Verschlüsselung dieses Buches so schwierig ist, dass es als der Mount Everest der Kryptographen bekannt ist. Das Voynich-Manuskript umfasst etwa 240 Seiten und ist vollständig in einer seltsamen und unverständlichen Sprache verfasst. Zudem enthält dieses Buch viele gruselige Bilder. Der erste bekannte Besitzer dieses Buches war ein Alchemist namens Georg Baresch. Interessanterweise wusste Georg nicht einmal, wie dieses Buch in seine Bibliothek gelangt war und fand es plötzlich zwischen seinen Büchern. Nach Georg Baresch wurde das Voynich-Manuskript von mehreren Kaisern und Adligen weitergereicht.
Es gibt verschiedene Theorien über dieses Manuskript und viele glauben, dass es von außerirdischen Wesen auf die Erde gebracht wurde und dass ein tödlicher Fluch denjenigen heimsucht, der es entschlüsselt. Das Buch The Lesser Key of Solomon. Der kleine Schlüssel Salomons. Dieses Buch, das auch als Clavicula Salomonis Regis bekannt ist, enthält eine Sammlung von teuflischen Beschwörungen und Zaubersprüchen. Die Hauptautoren des Buches The Lesser Key of Solomon sind bis heute unbekannt. Und es wird gesagt, dass dieses Buch im 17. Jahrhundert verfasst wurde. Mehrere Teile des Buches The Lesser Key of Solomon sind der Beschwörung von Geistern gewidmet, und andere Teile bieten Anleitungen zur Beherrschung von Dämonen und deren Zwang, Aufgaben zu erfüllen. Im alten und antiken Text dieses Buches finden sich viele teuflische Gebete und Flüche. Interessanterweise bietet das Buch The Lesser Key of Solomon eine vollständige und umfassende Anleitung zu teuflischen und übernatürlichen Handlungen. Neben der Beschwörung von Geistern und Dämonen enthält es auch Anweisungen zum Unsichtbarwerden und zum Auffinden verlorener Gegenstände. Das Herstellen von Liebestränken und von Arzneien, die Menschen dazu bringen, das zu tun, was ihnen befohlen wird, sind weitere Teile des Buches The Lesser Key of Solomon. Es ist daher klar, dass wir es mit einem verfluchten Buch zu tun haben, das keine Scherze macht, und dass jemand, der eine Kopie davon in seiner Bibliothek hat, mit Sicherheit kein gutes Schicksal haben wird. Interessanterweise haben diejenigen, die zuvor eine Kopie des Buches The Lesser Key of Solomon besaßen, viele seltsame und merkwürdige Ereignisse erlebt. Einige dieser Personen behaupten, dass sich die Seiten des Buches von selbst umblättern, und andere berichten, dass das Buch in der Luft schwebte. Unheimliche Geräusche und schreckliche Schatten sind weitere übernatürliche Phänomene, die die Besitzer dieses Buches erlebt haben. Glücklicherweise gibt es eine einfache Methode, um den Fluch dieses Buches loszuwerden. Es wird gesagt, dass der Besitzer des Buches The Lesser Key of Solomon das Buch verbrennen und die Asche auf die bestmögliche Weise zerstören muss, um sich von dem ewigen Fluch zu befreien. Nun kommen wir zu einem der gefährlichsten Bücher der Welt. Das große Grimoire. Das große Grimoire, auch bekannt als das große Zauberbuch, wurde im 16. Jahrhundert von jemandem geschrieben, dessen Körper dem Teufel überlassen worden war. Aus diesem Grund wird dieses Buch manchmal auch als das Evangelium des Satans bezeichnet. In diesem Buch finden sich die schrecklichsten Dinge, die man sich vorstellen kann, und es enthält Anleitungen zur Beschwörung mächtiger Dämonen und zur Wiederbelebung der Toten. Es ist klar, dass das Lesen eines solchen satanischen Buches für seine Leser nicht ohne Folgen bleibt, und es wird gesagt, dass jeder, der dieses Buch liest, seine Seele dem Teufel übergeben muss. Es wird behauptet, dass das Buch vom Vatikan vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten wird und sich derzeit in den geheimen Archiven des Vatikans befindet, damit niemand Zugang dazu hat. Und so endet unsere Reise durch die finsteren Seiten der Geschichte. Möge dieses Wissen uns lehren, die Mächte der Dunkelheit mit Respekt zu behandeln und ihre Geheimnisse nicht leichtfertig zu enthüllen. Denken Sie daran, dass manchmal das Unbekannte besser im Verborgenen bleibt.